Someone's gonna do it. Ich bin überzeugt davon, dass du als erstes in der Mitte stehst. New generation, man. Go! Go, go, go. Can you take the champ out? Wenn du alles gemacht hast, liegt es nicht an dir. Einen wunderschönen guten Morgen. Morgen aus dem friedlichen Stuart, Florida. Die Menschen laufen mit ihrem Hund. Ich sitze hier morgens um 8 im Hoodie in der Gartenlaube. Wir haben es angenehme Luftfeuchtigkeit 35 Grad, aber ich genieße das hier, denn ja, die Morgende sind in der Vorbereitung als Wettkampfathlet immer ziemlich friedlich. Je tiefer man in der Diät ist, desto früher ist man eigentlich wach. Dann wird man so ein bisschen zum Morgenmensch, Alter. Das ist ganz komisch. Also hätte mir das einer mal mit 14, 15 gesagt, hätte ich gesagt, Kollege, ich sitze niemals morgens um 7, um 8 hier irgendwo draußen und genieße die Natur. Aber so ändert sich das Ganze. Hätte ich auch nie gedacht, dass ich mal eine Freundin habe, bevor ich 30 bin. Aber es ist ein anderes Thema. Heutiges Thema ist auf jeden Fall Regeneration. Es gibt ein Full Day of Rest oder einen vollen Rest Day, was ich da mache, Recovery technisch. Ihr seht ja immer böse Trainingseinheiten, ihr seht immer, es wird geackert. Auch am Rest Day wird geackert, aber für die Regeneration, um dem Körper was Gutes zu tun. Wir haben das volle Programm hier aus dem Trainingscamp. Wir schöpfen alle amerikanischen Möglichkeiten aus, was wir zur Verfügung haben. Also wird spannend über IV-Trips, Infusionen bis zur Therapie heute Abend, auf die ich mich freue, und ja, andere Dinge. Aber in aller Herrgottsfrüh, die Amerikaner mit ihren Autos, Junge, was die immer für Auspuffanlagen haben und V12 Motoren, da weiß ich auch nicht, was da abgeht. Wäre in Deutschland nicht konform. Aber wir starten den Tag eigentlich rein wie jeden anderen auch. Und zwar mit Meta, habe ich gerade schon getrunken, und viel Wasser. So 2,5 Liter habe ich jetzt schon getrunken. Also das geht direkt rein morgens. Nach dem Aufstehen direkt 1 Liter. Und dann noch mit Meta 1 Liter. Und dann seid ihr schon safe. Nach der Nacht muss der Körper erstmal mit Wasser hydriert werden. Und dann geht es jetzt rüber ins Gym zum ersten Teil des Tages, der aktiven Regeneration. Sonderzuschlag, wisst ihr, ist nicht nur gut fürs Herz, ist nicht nur gut für die Shreds, die Fettverbrennung und auch den mentalen Aspekt, sondern auch sehr, sehr gut Blutfluss in die gewünschte Muskulatur zu bringen und dadurch ja, die Regeneration dann zu fördern. Genau, dann gibt es da auch noch eine Stretching-Einheit, und was die geilste Umkleidekabine der Welt hergibt, ist einfach dort eine Infrarotsauna. Da flacke ich mich dann auch noch 30 Minuten rein. Und ja, wer die Vorteile davon erkennen will, soll es einfach mal googeln. Ist einfach richtig, richtig geil. Ich bin ja genereller Sauna-Befürworter. Normale Sauna jetzt in der Phase, sagt Stefan auch, ist ein bisschen kritisch, weil das Nervensystem schon ziemlich überfahren ist immer. Ich fühle mich auch immer ziemlich gerädert den ganzen Tag, aber so Infrarot, ja, kann der Körper ziemlich viel mit anfangen. So ein Kältebecken wäre noch ganz cool, das haben wir jetzt hier nicht am Start, aber das ist auch nicht ultimativ wichtig. Also es ist schon ziemlich cool, und am Rest Day ist es auch wichtig, einen Ausklang zu finden, mental. Deswegen, ja, neben dem ganzen Therapien und sonst was ihr heute sehen werdet, wird heute auch sonst viel entspannt, viel genappt. Muss man jetzt, glaube ich, dann später auch nicht filmen, aber ja, einfach auch gechillt, bisschen spazieren gegangen und so. Aber ihr merkt schon, ich versuche mich zu drücken hier vom Cardio. Ich laber hier nur rum. The Crazy German werde ich ja auch genannt. Weil gestern hat es morgens halt gepisst, und ich bin wie deutsch, wie wir halt sind, bei Wind und Wetter.
Bursche. Gibt kein schlechtes Wetter. Ja, gibt nur falsches Schuhwerk oder so. Aber nee, da sind wir auf jeden Fall gut am Start. Und dann spaziere ich da mal rüber. Hat man gleich schon so ein paar Schritte drinnen. Witzig auch, die haben vorne einfach kein Nummernschild an den Autos. Ja. Finde ich irgendwie geil. Macht das Auto gleich mal viel cooler. Und du kannst sogar vorne auch die Scheiben tönen. Also sowas ist bei uns dann wiederum nicht möglich. Gerade ist immer so, vielleicht auch, euch interessiert ja auch immer wie es mir kopfmäßig geht und was so abgeht. Gerade ist schon wieder so, ist auch witzig, ich schreibe Janik manchmal, ey, lass das machen. Und dann bin ich so, boah, morgens, wenn ich aufwache, komplett gerädert. Und ich bin so froh, wenn ich so einen Schritt vor den anderen setzen kann, jetzt übertrieben gesagt. Und dann gibt es so Tage, wo ich eigentlich denke, fuck ey, wir haben wieder so ein neues Tiefsgewicht erreicht, jetzt wird es richtig zäh. Dann wache ich auf, fühle mich voll fit und vital. Das ist ganz, ganz krass. Und ja, das ist immer wieder interessant. Aber auch irgendwo schade, weil als Athlet kommst du dann zwar weiter, aber so alle anderen Sachen, ja, gerade sozial muss man auch sagen, mit meinen Freunden und so außerhalb vom Sport, die es Gott sei Dank verstehen, mein enger Kreis, da meldest du dich halt dann auch immer weniger so und das willst du eigentlich gar nicht, aber du teilst dir halt deine Kraft so gut ein und versuchst halt da echt optimal mit zu haushalten und zu wirtschaften. Aber so die letzten 3-4 Wochen bist du eigentlich nur noch in deinem Modus und hast für andere Sachen nicht so wirklich die Kraft, auch für jetzt geschäftstechnisch Anrufe und sonst irgendwas und Meetings oder so. Bin ich echt Gott froh, dass ich da auf meine bessere Hälfte, auf die Verlass ist, was so Planungsgeschichten angeht und so, ja, Calls und Organisatorisches. Deswegen, gutes Team ist da auf jeden Fall wichtig. Aber mit Stefan habe ich heute schon geschnackt und sich Infos ausgetauscht. Er ist auf jeden Fall auch sehr zufrieden, wie es läuft. Gewichtstechnisch sind wir eigentlich schon so gut wie im Limit, also ist jetzt Spielerei. Ich kann es ja mal droppen, 105 Kilo habe ich, 103 ist mein Limit, also 2 Kilo noch. Ich glaube, es ist besser, wenn wir hier rüber gehen. Auf asozial den Straßenwechsler, das kann man perfekt hier mitnehmen. Jeden Morgen aufs Neue riskiere ich hier mein Leben für ein Olympia, für die beste Form. Jetzt warten wir hier kurz. Ja, und es gibt einem schon noch eine gewisse Kopfruhe, weil die Fülle ist trotzdem da. Also ich bin jetzt nicht dünner geworden in dem Sinne. Und das Gewicht ist auch so gut wie da, sage ich mal, kleine Manipulationen, die man machen muss und dann sind wir drinne. Also geht jetzt nicht mehr darum, noch ordentlich Gewicht wegzuschreddern, weil dann schreddert man sich auch meistens den einen oder anderen Muskel noch dazu weg. Und ja, wir grooven da jetzt so rein. Mir ist auch irgendwie aufgefallen, ich trainiere ja auch hart in Deutschland, aber ich weiß nicht, ob es an den Maschinen liegt oder so. Aber hier ist mein Muskelkater auch nochmal auf einem anderen Level irgendwie. Jetzt auch gestern noch Rücken gemacht und wenn ich so hinten zusammendrücke, tut es echt verdammt weh. Also irgendwie kommt es da im Zielmuskel richtig gut an, obwohl die Speicher ja nicht so komplett voll sind und man eher so, jeder Wettkampfathlet kennt es, ins Leere rein trainiert. Aber ja, es hypt einen natürlich immer an für jede Session. Ich glaube, ich war in einer Woche im Gym hier 8 Stunden am Start oder so, wenn man's aufaddiert. Aber hey, am Ende des Tages ist das, was ich liebe. Großer Teil, was ich liebe, ist das Training ja auch. Und von dem her macht man das ja gern. Also Hobby zum Beruf gemacht, wisst ihr ja. Und das ist umso geiler, dann nochmal hier mit guten Leuten, guten Trainingspartnern, ja, sein Shit hier zu machen. Look who's waiting, the cardio bunny.
Cardio Bunnies here. What up? Fucking Cardio Bunny, huh? Cardio bunny. Yeah. We're gonna join this boy. Yeah, trying to get skinny. I mean, he's training for a man's physique now. Doing his Lose the weight. losing all the weight. No, just kidding. But how you doing? Good. Yeah. Great morning. It's Saturday rest day. Yeah. It feels good. Yeah. I know I need it. Definitely, we both need it. Just tell him. I had a migraine last night after that massage. Yeah. Was it Like good? fucking split. Yeah. But it was good. It was needed. Was so needed, definitely. Gut, setzen wir uns hier. Es ist cool, jetzt hier einen Partner dabei zu haben, der mich da seelisch unterstützt. Was ich aber auch ganz gern mache, ich war hier ein paar Mal live auf Insta, deswegen checkt alle auf jeden Fall auch das Insta ab, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und das klassische Bären Rest Day Q&A kennt ihr ja auch. Deswegen entweder höre ich mir hier was an, ein gutes Techno-Set von meinem Homeboy Kobosil von Max, oder ein Podcast, oder ich gehe live, oder ich mache Fragen, oder ich mache alles gleichzeitig. Deswegen, so könnt ihr euch euer Cardio auf jeden Fall erleichtern. Yeah. I turned it on already. Ja, nice. Hä? Ist fertig. Ha! Junge, Mit mehr als du musst. wie die Zeit vergeht. Aber mein innerer Monk, ich habe hier immer ein paar DMs am Start. Es waren ungefähr so 300 und jetzt bin ich in den letzten Zügen. Und die 6 Stück, die lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Ich muss sagen, ich bin mit meiner Community, glaube ich, so stark wie verbunden wie wenige. Und es gibt viele, die sich irgendwie DMs beantworten lassen und so ein Scheiß. Aber ihr könnt mir glauben, jede DM, die ihr von mir kriegt, ist von mir. Und deswegen an die Ehrenmänner und Frauen nehme ich mir die Zeit, jeden Morgen beim Cardio und sonst auch so, ich glaube, 3-4 Stunden am Tag sind schon, und versuche so viel wie möglich zu beantworten. Ja, für mich ist das Ganze nicht selbstverständlich. Viele, mit denen ich rede, die sagen, ja, DMs beantworte ich gar nicht mehr. Aber wenn ich jetzt jemanden motiviere, ich weiß noch, früher habe ich auch meinen Leuten, zu denen ich aufgeschaut habe, geschrieben. Und wenn mir dann mal jemand geantwortet hat, fand ich das so geil, das hat mir meinen Tag echt erfüllt. Und von dem her habe ich mir das versucht, immer beizubehalten. Klar, jetzt mittlerweile bei 1 Million Leute wird es nicht ganz so einfach, also verzeiht mir, wenn ich euch nicht antworte, aber die 10 Mal jetzt auch noch und dann sehen wir uns gleich, Alter. Also, ihr kennt ja die Herzfrequenz des Bären. Stefan und ich sind immer wieder überrascht, dass ich eigentlich noch lebe oder kein Marathonläufer bin, weil ich habe einen Ruhepuls von 38 und den mal beim Cardio über 100 zu kriegen, wenn man nicht gerade 150 Kilo wiegt, ist schon krass. Ich habe auch gesehen, Brad ganz entspannt gerade auf Stufe 7 geradelt, war voll am Start. Ich bin auf 15 gegangen und habe jetzt, mein höchster Puls war 107. Ja, Sonderzuschlag macht sich bezahlt. Jetzt geht's weiter am nächsten Teil. Aktiver Recovery ist beendet. Am Trainingstag gehe ich jetzt nochmal in den Posingraum und poste da richtig durch. 10-15 Minuten jeden Morgen. Aber da der Muskel heute erholt werden soll und ich dafür jetzt nicht die nicht Kraft verschwenden, sondern die regenerativen Kapazitäten ausschöpfen will, werde ich jetzt in leichtes Stretching übergehen, werde ein paar Vakuums machen, so eher so Mobility Work, und da könnt ihr mir auf jeden Fall zugucken. Das Ganze habe ich in meinen Story Highlights auch schon mal aufgenommen. Ich mache da nicht viel fancy Shit oder so. Ganz ehrlich, ihr könnt euch auch theoretisch ein Pamela Reif Bauchtraining anmachen oder irgend so eine Yoga-Tante in YouTube und das Ganze nachmachen. Also alles ist besser als nichts zu machen, und ich habe so spezifisch meine Stellen wie die Hüfte, mein Beinbeuger, die ich auf jeden Fall
ja, immer geschmeidig halten will, und deswegen mache ich da ein paar Übungen für, werdet ihr jetzt sehen. Zum Dehnen allgemein, haltet es so weit weg vom Training wie möglich. Mein Tipp, also entweder morgens oder abends. Früher habe ich jeden Tag gedehnt, der treue Zuschauer weiß das noch. Das habe ich jetzt auch sein lassen, das habe ich gemerkt, das hat mein Muskel zu sehr beansprucht, und dann ist die Trainingsleistung, hat die ein bisschen drunter gelitten. Von dem her gehen wir rüber und dann gutes Stretching. Good luck, man. Thank you. We all will see you. Thank you, ey. Brustmuskelkater ist auch noch zu spüren. Ist jetzt gut, da reinzudehnen in eine Muskelkater, oder? Ja, nicht aggressiv wegdehnen, aber so, also es bringt ja auch immer Blut in den Muskel. Und Blut im Muskel heißt Nährstoffe im Muskel. Und gleich versorgen wir den Muskel noch mit dem täglichen Daily, und das kann dann sozusagen mit dem angereicherten Blut alles direkt den Muskel versorgen. Von dem her ist es schon sinnvoll, den Muskel da anzudehnen, aber nicht kaputt zu dehnen. Also wenn wir jetzt drüber reden, dass ich mich da... Wenn wir jetzt davon reden, dass ich mich jetzt hier in den Spagat reinprügel und das 10 Minuten halt und mich dann noch jemand extern runterdrückt, das wäre natürlich eine andere Geschichte, aber sonst sehe ich da kein Problem drin. Man sollte es auch nicht so verkopfen, so genauso wie ich habe jetzt 10 Sätze mehr gemacht die Woche, ist jetzt das Übertraining und scheiß drauf, der Mensch ist leistungsfähig, nicht umsonst trainieren MMA-Kämpfer irgendwie 4-mal am Tag gefühlt und trotzdem am Start, aber hier ist auf jeden Fall aggressiv geiles Licht. Saftig, Alter. Und hier ist schon Querstreifen. So, jetzt wollten wir uns eigentlich dehnen, Alter. Du drückst dich die ganze Zeit vor. Immer. Lieber am Rumposen hier.
So, morgens nach dem Cardio, bei mir immer nach dem aktiven Sport das Daily mit drin. Hier haben wir einfach alles All-in-One am Start. Gerade für unterwegs ist es mega geil. Wir haben Kreatin, Leucin für die ersten Proteinsynthese-Spike, Kollagen, ganz wichtig jetzt, wo ihr habt es gesehen, wo der Körper dry ist und trocken. Da müssen die passiven Strukturen versorgt werden. Und wir haben Glutamin drin für die Verdauung. Davon gibt es bei mir immer die doppelte Dosis morgens und eine einfache Dosis nach dem Training. Ja, ich meine, ich wiege ein bisschen mehr als der Durchschnitt. Jedem Menschen unter 100 Kilo würde ich die klassischen 2 Scoops empfehlen. Aber für Polacco, ich mache das so, vielleicht gelehrt werden. So, ja komm, heute gibt es einen Sonderzuschlag auf euch. So, können wir das Ding hier gleich in die Tonne kloppen. Sollte, wenn ihr das Video seht, auch wieder gerestockt sein, und zwar auch im neuen Geschmack, Raspberry Lemonade. Also wer das Isoclear, so wie ich, in Sour Power und Raspberry feiert, der wird damit auf jeden Fall einen Gefallen finden. Ganze bei esn.com zu erwerben. Code Polacco für maximale Rabatte und für den Olympia-Support. Ich ziehe mir das Ding jetzt rein in der Infrarotsauna und dann geht's ab nach Hause. Ich habe auch schon ein bisschen Knast, muss ich sagen. So sieht das Ding hier aus. Wir haben Glück gehabt, dass gerade keiner in der Umkleide, der sich umzieht. Das passt ganz gut. Ich werde mich da jetzt eine halbe Stunde rein chillen. Die Amis gehen da immer halb angezogen rein. Ich werde meinen Pulli ausziehen. So unten werde ich anlassen. Die sind hier nicht so irgendwie. Ich war das erste Mal hier nackt drin. Die haben mich so ein bisschen weird angeschaut. Aber egal, da werde ich mich reinsetzen. Werde mein Q&A ein bisschen machen. Mein bester Freund hat mich gerade angerufen, den werde ich zurückrufen. Und dann werde ich auch wieder nach Hause spazieren. Da gibt es dann eine Mahlzeit. Dann lege ich mich hin, nap noch ein bisschen und dann sehen wir uns später zum zweiten Teil des Rest Days wieder. Was da ansteht, sind 3 Teile heute. Zweite Teil wird Polacco, gibt es einen Ölwechsel. So viel verrate ich schon mal. Da sind wir wieder. Fast den Termin verschlafen, weil wir noch, also ich noch genappt habe. Ich würde sagen, wir gehen rein. Wir haben unseren Termin und checken erstmal ab, ob wir filmen dürfen, aber ich glaube, das dürfen wir schon. Und dann sehen wir uns gleich. Measuring the blood pressure, right? Mm-hmm. You take your blood pressure at home? Yeah. Yeah. Usually run pretty good. Yeah. Depends how fat I am. Vulcan or not? Ja. Und jetzt machen wir eine Infusion. Deswegen sind wir da. Der Bär wird gerecharged. Wir kriegen einen dicken Beutel in die wunderschönen Venen und was da drin ist, das erkläre ich euch gleich, beziehungsweise das seht ihr dann auch alles gleich. Pressure was high for you. Started to shake around now. Did you? You did. Oh, me? My pressure was high. I need to eat too. I'm getting hungry. So what is coming in there now? A detox bag. So we're gonna do EDTA first, and then we're gonna add his. This is vitamin B12, B complex, and then magnesium, and then he's gonna want to add lysine for gut health, and then L-carnitine is good for muscle recovery. Go get him. You want a drink? Water? Yeah, water. Water? Thank you. You're welcome. Ja, jetzt habe ich daheim erst geschlafen. Wüsste ich das, dann könnten wir hier gleich auch noch einen Nap einbauen. Aber ja, die Geschichte läuft durch. Ich habe gesehen, was aufgetankt wurde. Ich habe ein Detox-Bag gewählt. Es ist sehr, sehr wichtig, gerade auch die inneren Organe frisch zu halten. Da zu gucken, dass ihr auch hinterher seid.
Glutathion ist ein sehr, sehr meiner Meinung nach unterbewertetes Supplement. Oral wird das leider nicht so gut aufgenommen, aber was wir bei ESN zum Beispiel haben, ist das NAC. Auch sehr, sehr gut und ist so die, geht in die ähnliche Richtung, um es jetzt einfach mal ganz laienhaft zu erklären. Deswegen auch wichtig, dass ihr euch die Vitalstoffe da reinschraubt. Im Optimalfall könnt ihr euch natürlich sowas gönnen, aber ja, gibt es für mich auch meist nur in den USA. Ansonsten Vitalstoffe rein, ich dosiere die auch immer recht hoch, weil das Schlimmste, was passieren kann, wenn man 5 Gramm Vitamin C nimmt, das was der Körper nicht braucht und nicht aufnimmt, spült er raus. Auf gut Deutsch, pisst's weg. Aber der Vorteil an so einem intravenösen Ding ist halt einfach, dass 100% von dem, was dann im Sack ist, auch aufgenommen wird. Und das ist halt schon sehr, sehr gut. Und wir wollen definitiv frisch bleiben. Das Ganze mit einer Longevity, also mit einer Nachhaltigkeit und relativ guter Gesundheit auf längere Zeit machen. Von dem her war ich da von Anfang an hinterher, was so Geschichten angeht, was Blutbilder angeht und Stefan auch. Deswegen, ja, gönnen wir uns das heute und gönne ich mir wahrscheinlich dann nochmal, bevor wir rüberfahren nach Orlando. Also ich nutze sowas gerne und für sowas spare ich auch wirklich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie viel Nachos das Ding uns kosten wird, aber für die es interessiert, können wir das später einblenden oder nachschauen. Aber ich denke irgendwie so $250 oder so. Wird das schon sein, aber das ist mir auf jeden Fall wert für einen gesunden, leistungsfähigen, fitten Körper. Es ist alles eine Waage, alles Yin und Yang, es spielt alles miteinander zusammen, wie ich immer sage. Mind, Body and Spirit und von dem her, ja. So schnell geht's. And it did it. The Wayne was thirsty and now we finish it off with some glutathione. There it is. That's where the magic happens, the good stuff, the secret juice. Ja, so sieht das Ganze aus. Und das wird jetzt dann nochmal nachgeschossen, wenn man so sagen kann. Und dann sind wir hier auch schon durch. Ich muss aber übel pissen. Ja. Super Saiyajin. So, der Ölwechsel hat stattgefunden. Ich fühle mich schon 10% stärker. Ne, Spaß beiseite, die Effekte. Die Spülmaschine ausräumen. Ja, und den Müll rausbringen. Ja, nicht. Ich würde eher sagen, wir gehen ein Käffchen trinken. So reicht die Kraft damit. Da spazieren wir jetzt hin. Das ist 10 Minuten von hier. Und ja, auch sehr wichtig, ein bisschen den Kopf abschalten am Rest Day. Und das machen wir jetzt, bevor es dann zum dritten Teil der abendlichen Therapie geht. Wird auch interessant, ihr kriegt einen Einblick. Und da habe ich gerade auch abgecheckt, was das gekostet hat. Heute ist ja, oder nicht heute, es ist ja gerade Halloween-Zeit und da haben die Special Deals. Das Ganze hat mich jetzt $120 gekostet. Eigentlich recht günstig, ich habe es viel teurer erwartet. Aber ja, regulär kostet es auch 250. Aber es gibt gerade 50% auf, also wer jetzt schnell ist, kann hier hinrennen. Unbezahlte Werbung, by the way. Nee, aber für die, die es interessiert, ob es das in Deutschland gibt, keine Ahnung, müsst ihr bei eurem Hausarzt checken. Oder wer sich da auskennt, kann es gerne in die YouTube-Kommentaren. Let's go, Käffchen trinken. Kleines Coffee-Päuschen hier und dann spazieren wir nochmal nach Hause und dann gibt es eine Mahlzeit. Ich bin langsam aber sicher gut fertig und wird sich ausgeruht und später kommt Ivan dann vorbei. Wer das ist, erfahrt ihr später. Stößchen und schönen Samstag. He's knocking on the door. The man himself.
What's up, nudist? Alright. How are you, man? Ja, der Tag, auf den ich mich, oder der Moment, auf den ich mich den ganzen Tag gefreut habe. Der Ivan ist am Start und der ist ein sehr, sehr guter Therapeut, wurde mir auch von Brad empfohlen. Was der gleich mit mir anstellt, werdet ihr sehen. Ja, wir lassen den Abend oder den Nachmittag hier auf jeden Fall gut ausklinken. Haben schon mit dem guten Groove gefunden. Ich hatte schon 3 Therapien mit dem. Und es hilft auf jeden Fall extrem, den Körper ja, die Regeneration zu geben, die man braucht, neben dem Schlaf und der Ernährung. Auf jeden Fall ein wichtiges und gutes Tool. Für alle Jungspunde, die es sich nicht leisten können, auch nicht schlimm, aber sowas wie Sauna und alles müsstet ihr schon machen. And that's it. That's the boy. I just explained yeah, a little bit about who you are. What's It's going Ivan, on? Ivan, the man here, the MVP, most valuable player for me. And yeah, you guys gonna get an input what he's doing with me and how he gonna fuck up my life again. No, just kidding. Gonna Really, open him really up a little bit. Yeah. Alright, so we're gonna do some soft tissue work. I usually start off with some manual therapy. Well, we do an assessment first, then I do manual therapy. Then I follow with Graston work, which is just muscle scraping. It puts micro tears in your muscle, makes your body think it's an injury, so it sends fresh blood that direction and starts the recovery process, and it's also very beneficial for breaking up scar tissue. And we're gonna finish it off with some infrared cupping. Cupping, I mean, if you guys know, it's like an ancient technique. I got it done first time back in Ukraine when I was like 5 years old. But these cups are a little different. So these are gonna be fully electronic. They're gonna suction and release throughout the whole time. The original ones just suction on once and that's it. So it's going to basically do some myofascial release, meaning that when muscles are stuck on top of each other, it's going to suction them away, and it's going to separate them so they can actually function normally. And in knotted up areas, there's blood that's been sitting there. Stagnant blood has been sitting there for a long time. That's why your body can't recover properly. And basically that's going to suck that old blood out and fill it up with fresh blood, so your body can also start the recovery process. So all of these tools and methods, they're not the thing that actually heals you. It's your body that heals you, but in general, they set your body in the proper environment so actually it could heal itself. Heute im Hauptfokus haben wir auf jeden Fall den Back und die Legs, weil gestern ja auch das trainiert wurde sozusagen. Und ja, wollen wir den ganzen Körper machen. Wird man glaubt bis morgen hier noch liegen, aber ich suche mir dann immer die Sachen aus, die ich glaube, die ja, geöffnet werden müssen, Hilfe brauchen etc. Und dann ist gut. Ihr seht, ich bin todesverklatscht. Ja. Das ist aber Teil davon, das ist wichtig. The worse you look after the therapy, the better it was. That's what I said to them. Wir machen jetzt noch die Beine durch auf jeden Fall. Ihr habt einen geilen Einblick bekommen. Danach gibt es für mich noch eine Mahlzeit, klar. Und dann werde ich wahrscheinlich noch eine kleine Runde rausgehen. Ist auch immer wichtig abends, auch für die Psyche was zu machen. Und ja, dann mit dem Podcast oder ein bisschen mit Musik eine Runde zu spazieren, den Tag zu verarbeiten. Und so sieht bei mir ein Restday aus. Also ja, könnt ihr gerne nachmachen, versuchen so nachzumachen. Ich glaube, da kann man nicht wirklich was falsch machen wie jetzt im Training oder so, sondern immer versuchen auch das möglichste Maximum rauszuholen, auch wenn ihr nicht gerne Restdays macht. Ich weiß, ich mache es auch nicht so gern, aber sie sind nötig, nur da wächst ihr, nur da passieren die Prozesse, da geht das Wasser raus, das Fett wird verbrannt im Schlaf, ja, mit der richtigen Regeneration. Und deswegen würde ich sagen, Restdays checked.
Der Bär ist wieder voll aufgeladen, wortwörtlich haben wir mich heute aufgeladen und ja, dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Ich lasse das mal hier so ausklingen bei entspannten Techno-Vibes und einem angenehmen Brise von da rum. Haut rein.